Der Moment, in dem die Dunkelheit beginnt, dem Licht zu weichen. Ein Husten, der die Kehle zerreißt. Ein tiefer Laut, der die Stille zerreißt, noch bevor der Tag richtig begonnen hat. Ein Husten, der aus der Lunge kommt, trocken und hohl. Karl Brenner liegt auf seiner Seite des strohgefüllten Bettes. Er hält langsam die Luft an und beginnt innerlich zu zählen. 1, 2, 3, 4. Nach einem kurzen Hustenanfall atmet er aus. Die Luft, die er jetzt einatmet, ist schlecht. Kohle, Schweiß und abgestandener Essensgeruch. Berlin, Januar 1900. Wir befinden uns in einem der Steinhäuser an der Ackerstraße im Wedding. Ein winziges Zimmer, nur 11 Quadratmeter. Darin genau 10 Menschen. Auf der einen Seite Karl, Auguste und ihre Kinder. Auf der anderen Seite ein älteres schlesisches Ehepaar. Hinter einem zerrissenen Vorhang noch ein Untermieter. Man nennt es hier eine Wohnung. Wofür wird hier eigentlich gekämpft? Es ist 4:15. Tiefe Stille und vollständige Dunkelheit. Auguste steht auf. Sie tastet sich nach einem Streichholz. Kein Licht, kein Petroleum. Denn alles kostet Geld. Mit dem gefundenen Streichholz entzündet sie den Herd. Die Flammen werfen Schatten auf Karls Jacke, die an einem Nagel an der Wand hängt. Das Gesicht des kleinen Heinrich ist sehr blass. Seit 3 Wochen lässt der Husten ihn nicht los. Ein Arzt kostet Geld. Die Behandlung ist zu teuer. Der Armenarzt, der letzte Woche kam, sagt, Heinrich brauche frische Luft. Ein 11 Quadratmeter Zimmer, 10 Menschen und frische Luft. In einem Zimmer, in das die Sonne nur kurz hereinfällt, gibt Auguste ihm Kamillentee. Der eigentliche Kampf beginnt. Eine halbe Stunde später. Alles riecht nach Armut. Karl steht im Zimmer. Seine Stiefel sind durchlöchert. Um das Wasser fernzuhalten, hat er die Sohlen mit Zeitungspapier ausgestopft. Die Stille des Ortes, den man Zuhause nennt, ist schwer. Karl trinkt seinen Hafertrunk im Stehen. In derselben Stille geht er, ohne ein Wort zu sagen und ohne jemanden zu umarmen. Beim Hinausgehen verabschiedet er sich von seiner Frau Auguste nur mit einer leichten Kopfbewegung. Karl ist eigentlich ein guter Mensch. Aber dies sind die gefühllosesten Stunden des frühen Morgens. Er geht 5 Stockwerke hinunter, durch den Hof. Die Ackerstraße ist trotz der frühen Stunde bereits voll. Menschen in schwarzen Jacken, die Köpfe gesenkt, die Körper zittern vor Kälte, die Hände in den Taschen. Die Berliner Straßen riechen nach Kohle. Karl verschmilzt mit der Menge. Eine halbe Stunde nach dem Verlassen des Hauses. Es ist 6 Uhr morgens. Eine Eisengießerei nördlich des Stettiner Bahnhofs. Karl beginnt seine Arbeit, volle 12 Stunden. Inmitten aufeinandertreffender Metalle gibt es nur eine menschliche Stimme. Befehle. Karl ist kein Vater mehr, kein Ehemann, nicht einmal ein Mensch. Nur eine Maschine, die Befehle ausführen muss. Ein Körper, der arbeiten muss, ob er stark ist oder schwach, interessiert niemanden. Und Auguste? Gleichzeitig mit Karl beginnt auch Augustes Tag. Noch etwas schlafen? Natürlich nicht. Sie beginnt die täglichen Hausarbeiten mit ihrem, genau wie Karls, zur Maschine gewordenen Körper zu erledigen. Wasser muss getragen werden, Kinder müssen gewaschen werden, Wäsche muss aufgehängt werden. Noch nicht fertig. Nachdem die Arbeit auf den 11 Quadratmetern erledigt ist, putzt sie in einem fremden Haus die Böden. Nur 60 Pfennig. Augustes Arbeitstag ist genauso lang wie Karls, aber ihre Arbeit wird nicht gesehen. Leben in Berlin nur Familien wie Karl und seine? Natürlich nicht. Während Karl mit der Gießmaschine kämpft,
fährt wenige Straßen weiter auf dem Boulevard unter den Linden eine goldverzierte Kutsche. Ein Bankier mit Pelzkragen. Daneben eine Frau mit einem eleganten Hut. Kleidung, die sich Auguste nicht einmal erträumen könnte. Berlin. Dasselbe Berlin. Dieselbe Luft. Dasselbe Jahr. 1900. Die einen können sich nichts leisten, die anderen leben im Glanz des Reichtums. Wie viele solcher Familien gab es damals in Berlin? Allein im Wedding waren es Zehntausende. Welcher Moment hat euch am meisten berührt? Schreibt es in die Kommentare. Mittagszeit. Wieder eine Stille. Karl, dessen Körper kaum noch gehorcht, steht auch in der 25-minütigen Pause. Er isst sein Roggenbrot im Stehen. Denn wer sich setzt, schläft ein. Während ein Mann in der Nähe über Arbeitervereine spricht, hat Karl nur eine einzige Sorge: Leben. Und der nicht heilende Husten seines Kindes. Nichts anderes interessiert ihn. Kein Kaiser, keine Flotte, kein Fortschritt. Die Hälfte des Tages ist vorbei. Die Sonne wandert vom Zenit nach unten. Auguste ist jetzt bei Heinrich. Kein Putzlappen in der Hand, nur Zärtlichkeit. Das Kind hat hohes Fieber. Der Husten ist leiser geworden, nicht weil es besser ist, sondern weil sein kleiner Körper zu schwach ist. Auguste hält ihr Kind im Arm, mit mütterlichem Mitgefühl und Liebe. Wenn ihr jetzt neben Auguste sitzen könntet, was würdet ihr sagen? Es ist dunkel geworden. Es ist 8 Uhr. Es ist bitterkalt. Berlin behandelt nicht jeden gleich. Karl kehrt heim. Vom Hof die Treppen hoch, 5 Stockwerke. Auguste hat eine dünne Suppe aus Knochen und Steckrüben gekocht. Alles ist wieder sehr still. Kein Gespräch, nur Blicke. Karl bricht die Stille. Er fragt nach Heinrichs Zustand. Auguste sagt, es gehe ihm besser. Karl wiederholt die Kopfbewegung vom Morgen und schweigt. Der Tag beginnt in Stille, wird in schwerer Arbeit verbracht und endet in Stille. Was bleibt? Das heutige Berlin wurde von Karl und seinesgleichen erbaut. Aber in keinem Buch stehen ihre Namen. Auch die Geschichte schreibt keine Mütter wie Auguste auf, die bis in den frühen Morgen still am Bett ihres Kindes wachen. Aber wir wissen es und wir erinnern daran. Es sind Menschen wie Karl und Auguste, die Berlin zu dem gemacht haben, was es ist. Jeden Tag stundenlang bei schwerer Arbeit. Vielleicht hat dieses 11 Quadratmeter Zimmer nach Karl und seiner Familie noch vielen anderen Leben ein Zuhause geboten, still und unbemerkt. Wir wissen es nicht. Ist es vorbei? Nein. Der Kreis schließt sich. Es ist wieder 5 Uhr morgens. Alles beginnt von vorn. Der trockene Husten, der die Nacht zerreißt. Die Kerze brennt langsam herunter. Morgen ist ein neuer Tag. Die Fabrik öffnet um 6.